So Leute, damit einen schönen Abend und ja, nächste, ja gut, das am Dienstag war jetzt kein Direct, das war, ja, ja, kurze Ausschnitte von verschiedenen Dingen, aber jetzt nichts erwähnenswert. So, ja, Summer Game Fest, ne, wird eine längere Sache und mal sehen, was uns so erwartet und was uns nicht erwartet. Ja, die 5 Minuten mache ich noch kurz meine Playlist an. Ja. Mal sehen, was so kommt. Ja. So, okay, kurz auf YouTube. Alles anmachen. Ich habe jetzt kein Thumbnail. Thumbnail, scheiße. Egal. Leute, das ist das 1000. Video. Das 1000. Video, was auf meinem Kanal hochgeladen wird. Mhm. Ich gehe aus dem privaten Modus wieder raus. Danke. So. Jo. Moin Manu. Ja. Ja, wegen dem Best-of ist das ja heute schon das 1000. Video. Oh, doppelt. So. Das ist schön, wie schnell YouTube immer die Zuschauer kennt, ne? Wenn ich auf meinen Stream noch nicht drauf geklickt habe, steht kein Zuschauer. Und wenn ich draufklicke, dann steht direkt ein Zuschauer, ne? So schnell ist Twitch nicht. So schnell erkennt Twitch die Zuschauer nicht. So. Die Best-of, ja. Die 1000 steht einfach da. Ja, ändert jetzt auch nichts, aber es sieht trotzdem ungewöhnlich aus, ne? Aber ich habe gar keine Playlist. Das packe ich jetzt in die Liste, das Summer Game Fest, ne? Und da schreibt ihr eine Bewertung rein, wie es so war. Ja, die Musikbewertung und die Grafikbewertung. Von allen Spielen gesammelt, ne? Genau. So, Unterhaltung. Und Unterhaltung machen auf YouTube. Ich denke mal. Reisen und Events. Ja, nein, Reisen nicht. Bildung, Autofahrzeug, Comedy, Film, Animation, Gaming, Menschen. Ja gut, eigentlich schon Gaming, ja. Vielleicht gibt's da Events. Events? Ne, gibt's nicht. Ja, gut. Ist jetzt nicht. Haben wir auch jetzt einfach so. Der Gaming. Das ist schon. Schön spannend heute, yo. Irgendwelche. Weil wir haben ja schon geschrieben da. Geschrieben bei Hogwarts Legacy, das SpongeBob-Game. Und Sonic Frontiers noch was. Jetzt mit SpongeBob-Game auf jeden Fall. Da muss was kommen, ne? Hogwarts Legacy? Stimmt, ne? Das kommt auch bald. Werde ich mir, denke ich, nicht sofort holen, aber. Ich schließe nicht aus, dass ich es mir hole. So, Und Dankeschön, Kaki, für den Host. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Habe ich doch die Bitrate ein bisschen runtergestellt. Ich darf nicht auf 100D schauen. Dass es halt, ja, flüssig läuft. Und die verkraftet ihr, dass das halt nicht in 60 FPS ist. So. Jo, was soll ich so Unterhaltung? Ich weiß es nicht. Gaming, ich zocke ja nichts, aber es ist schon Gaming. Es ist, keine Ahnung. Das ist jetzt unter Gaming, ist doch wurscht. Das ist doch egal. So, guten Abend. Just AP, hallo. Ein Skandal, keine 60 FPS. Ja, ich kann auch noch kurz auf 120 FPS stellen. Das kann Twitch nicht, ne? So, noch eine Minute. Achtung, wenn ich den Ton anmache, bitte. Ja, wenn ich den Ton anmache, kommt Direct. Echt, nicht immer Direct, ne? Im Livestream, ich weiß nämlich nicht, wie laut es ist. Und ich kann es ja gut testen. Ja. Ziemlich laut. Ziemlich laut. Ja. Ich hab mal obwohl es sind automatisch Untertitel. Ja gut, es geht ja nur. Nee. Das wird nur.
Das verwirrt nur. So. Julia, noch dir einen schönen Abend. Hallo. Ja, schon ein bisschen Street Fighter Gameplay. So, ihr müsst ja mich gut verstehen, aber ihr müsst auch die Stimme im Stream da gut verstehen. Let's go! Ja, ey, da waren gerade 10 Sekunden, jetzt sind 20 Sekunden. Ne, Betrug, das finde ich jetzt nicht okay. Das ist voll die Verarsche. Ich habe mich extra beeilt, um pünktlich zu sein und jetzt beginnt es einfach 10 Minuten später, 10 Sekunden später. Geht eigentlich nicht. Ey, wer macht ja nicht, ja. Leute, gucken, was uns erwartet. Let's go. Ja, das macht uns nichts aus. ist okay. Ja, passt schon. Das Summer Game Fest. And here we go. Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles. So Oder wollt ihr die Untertitel haben oder nicht? Watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Das hoffe ich doch. Ein paar Überraschungen. Sehr schön. True cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a Vielleicht kriegen sie mich wieder mit Call of Duty. on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Alles ist auch unmöglich, ne? Das ist nicht möglich. Street Fighter. Wurde schon angekündigt. This legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game. Da habe ich einen Teil sogar. Ab der 5.5. Enjoy. Durch PS Plus halt, ne? Ja, habe ich auch noch nicht gezockt. Ist mir auch so kompliziert. Also ich mag ja schon Beat'em Ups heißt ja. Smash halt, ne? Aber das ist halt schon ein bisschen anders. Have some fun. Bin jetzt schon enttäuscht, ja, geht gar nicht, Justin. Ich glaube, wir können, also ich bin schon am Haten jetzt, ne? Ja. Wir haben ja schon gesehen, in der State of Play. Ja. Alter, Rio ist schon ziemlich alt geworden, ne? Aber gut, gibt's ja auch schon eine Weile, ne? Die Spielereihe. Bestimmt nice. Ja, ich muss mal den 5. Teil ausprobieren. Vielleicht ist doch was für mich, aber... Ist halt schon ein bisschen herausfordernder, klar. Ein bisschen fortschrittlicher mit den Inputs und so. Aber gibt's in Smash auch, ja. Ja. Mit Smash hat Rio halt noch keinen Bart, ne? Oh yeah. Und voll auf dem Mond. Nee, doch nicht. Das ist kein Mortal Kombat, also keine... Oh, ich hab den ziemlich auf 18. Das sollte ich vielleicht machen, kurz. Warte kurz. So. Nein! Ach shit, warum habe ich das jetzt geschlossen? Na, das wollte ich nicht. Ach, tut mir leid. Bin dumm. Gleich wieder da. Nach einer kurzen Unterbrechung. Ah. Wartet. Oh Mann. Das war jetzt ein Fail am Anfang, na klar. So. Jetzt bin ich da. Die größte Auswahl, die besten Preise. So gut, dass es am Anfang passiert, ne? Jetzt, so sorry. Hey, fix Musik, schönen Abend. Ist es das?
Neue COD, oder? That door closed now, Private. Du wirst auf Twitch das umschalten. Ray didn't make it. At least he's in one piece. So, ja. Willis, take the Passt. lead. Mit die mega Ankündigung passt, ja. Wann Street Fighter rauskommt, wissen wir gut, 2023. Oh, this ain't good. Thank God. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Ja, es wirkt auch nicht mehr wie, wie Call of Duty. Obwohl... Infinity Warfare war jetzt auch... Wasn't human. Ah, soll da nicht so ein Multiplayer-Ding kommen? Hat auf jeden Fall was mit Alien zu tun. Die sehen haargenauso aus. Fast haargenauso aus. So. Ein bisschen moderner, ein bisschen, keine roboterartig. Also die Aliens. Sehen irgendwie so ein bisschen mechanisch I aus. don't know what I saw in there. Ach, das ist schon draußen. But I know when I close my eyes. Ja, so die Charaktere, die kommen jetzt halt nicht bekannt vor. Now everyone's dead. And someone needs to know. Scully, einen schönen Abend. Aliens. Alter, es kommt einfach ein neues Aliens-Game. Alien-Game. Aliens-Game. Oder ist das auch Multiplayer oder was? Sah auch anders aus. So ein bisschen retro-mäßiger. War gespannt, ne? Was sie da draus machen. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Descent. So wie es auch Next, 2 Amnesia. years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Das sah Dead cool aus. Space franchise. Das kam on the Today, State I of am Play. thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. Ja, viel But Spaß first, mit dem here's the Untertitel. quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Ich weiß, habe ich dich nicht begrüßt, Fix? Ich glaube schon. Nochmal einen schönen Abend. Fix Music. Also ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Horror und Doom. Oder ich glaube Doom schon als Horror. Von den Kreaturen kann man Doom als Horror werden, Take a aber look outside. im Gameplay nicht. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, Untertitel, yeah. that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Wartet. Ich glaube, es ist auch der gleiche Trailer. Oder ähnlich auf jeden Fall. Wie das State of... Ja, ist doch der gleiche. Deswegen so die Viecher, die erinnern mich schon ein bisschen. I just love that last part. Aber hat nichts damit zu tun, denke ich. Vom Namen auf jeden Fall nicht. Gives me chills every time. Oh yeah, voller zerfleischt. Elektroschocker auch. Wie in Alien Isolation. Da werden sie irgendwie reingezogen, so Fleisch, so wunderbar. Gut, dass ich das schon noch auf 18 gestellt habe. Ja. Dieser Schnitt von dem Kopf war genauso wie bei Jack Baker, wo er mit der Schaufel kam.
Warum steht da jetzt Home? Ach, die Untertitel haben jetzt Home erkannt, oder was? Weil das so... Home. Diese Hintergrundgeräusche haben Home ergeben, okay. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn denke schon mal, Schofield, ne? Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all Versteckte you've done Nachricht, for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. Gegen Gravity Falls. You've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Applaus, Thank you so Leute. much. And yeah, it's so fun to do these shows and to Ihr müsst alle show klatschen. this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today Ich hör's zwar is nicht, that aber you egal. just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some Untertitel gehen brutalities, sogar, some, ne? Ist okay. just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. Krasse It rips them Emote-KG. apart. It's great. And Ergänzend da. and then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And Der just hat for a ins second, Ende I gespoilert. want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. Ah, ja, am Ende wird er getötet. Okay, viel Thank Spaß you mit dem very Spiel. much. Oh, well, Glenn, Nee, I ist auch gotta was say, anderes. again, you know, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Mal gucken. Weil der Sträfling, ne? Ja, es wirkt ja auch ein bisschen wie Alien, ne? Alles Alien-artig. Oh. Ich führe Experimente durch. Aber das geht schief. Ja. Wie man sieht. Tja. Zu unvorsichtig. Was ist das gerade? Alles gut? Ja, passt. Das kommt noch auf PS4 raus. Ja, gut. Ist ja immer schön, aber die laufen halt dann auch dementsprechend nicht miserabel, aber halt durchschnittlich. Weil die ja dann doch eher für die Next Gen gemacht sind. Elden Ring kann man auch noch zocken auf PS4. Aber ist halt... Ja. Will ich dann doch lieber auf den PC holen. Elektroschocker, ey. Das schockt die Gegner nicht so wirklich, ne? Ey, so ein Fettsack wie aus Racy 6, ne? Was, ein Racy 6? Nee. Weiß gar nicht, wo das war. Die Gravity Gun, but you can pick up enemies. Charge the Gravity Gun. Ja, schon. Ach, war ein Racy 6. Die kann dir auch einen schönen Abend, gell? War das die erste Nachricht von dir? Ich gutes Aim, ja, das könnte nicht sein, ne? Oder was? Wir schauen uns nach der, ja, nach dem Summer Game Fest schauen wir uns noch das IGN-Gameplay an von Sonic Frontiers, ne? Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich hab's noch nicht gesehen. Mhm. Alter. Boah. Ja, kein Problem, alles gut. Dann wieder Erfolg bei dem, was du tun musst. Oder kannst, oder willst. Oh, der Arm! Tja. Das war's so mit dem Gameplay, oder? Oh my God. Sehr gutes That Ende, just ja. happened.
All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, Ja, ich konnte es schon let's head to the Port of größtenteils Long verstehen, Beach to Nikan. check Also, in with Johanna Ferris, aber auch nicht the alles. head of Call of Duty. kommt jetzt das Neue, oder was? Oder nur was? Hi everyone. In 2019, Ui. Modern Warfare changed everything. And on October Everything. 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Wow. Soap, Alejandro, and of course, Ghost. Gott. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Achso, eigentlich muss machen, okay. Oh, ich habe eigentlich nichts gegen Call of Duty, aber ich spiele es halt trotzdem nicht mehr so oft. Also ab und zu tue ich manchmal noch so ein altes anwerfen. WW2 zocke ich ab und zu noch. Mit den neuen habe ich jetzt nicht gezockt. Die Story. Ja, die Storys kriegen es aber meistens gut hin. Ne? Wohl den Infinity War vom... Das ist ein bisschen arg abgespaced. Wie oder der erst, ich glaube, Game Boy Color war es. Ich glaube, das kommt auf dem NES. Nein, okay. Ja, Super Nintendo. Die Grafik ist ja schon ein bisschen besser. SNES. Atari. In 30 FPS. Ja. Da schon. Geht Spiele zur aktuellen Zeit oder? Ja, stand schon um die Zeit um Modern Warfare rum. Magnavox Odyssey. Was ist Magnavox? Okay, das sagt mir nichts. Das sagt mir nichts. Ne, hier um die Ecke geht er. Ja, bewusst, dass da einer campt, ne? Ja, ja. Dass da hinterher hängt und... Ja gut, jetzt ist es ähnlich. Der Beste wäre jetzt nur diese Spielstimmen quasi hören. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die nur so rummischen. Das ist eine richtige Konsole. Schmeiß den doch nicht so runter. Hatte ich die Rede irgendwie, dass Call of Duty nur auf Xbox kommt, oder? Haben wir die Rede davon? Irgendwie. Und halt dann für PC. Ey, da ist ein Dixie-Klos. Ach, da hat sich jemand versteckt. Okay. Na dann. Was? 03 now? Die Untertitel. Perfekt. Wunderbar. Ja, ich lasse die Untertitel an, das ist amüsant. Das ist auf so einer... Ahnung. Schon eine Station auf dem Meer. Weiß nicht, was sowas nennt. Ach, hey Leute, was ist das? Ach, das war eine Flagge oder was? Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Riesenwelle. Ja, voll komisch aus. Dass da einfach das Wasser drüber schwappt, ne? Gekauft hat. Ja, die haben es aufgekauft. Ja gut, das ist mir wurscht. Ich habe jetzt auch nicht vor, wieder irgendwie bei Call of Duty so mega einzusteigen, aber es ist halt so ein Game, was ich ab und zu mal anschmeiße. Aber eher halt die älteren Teile. Wenn das noch Leute zocken.
WW2 findet man manchmal sogar noch im Lobby. Die krasse Geige gerade im Hintergrund. Erinnert mich ein bisschen an schade, nee. WC5 haben doch auch auf so einem Schiff, ne? Nicht auf so einem Schiff, aber in so einem Hafen irgendwie. Gut, in Uncharted 1 war man auch an so einer Stelle. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got Was? I'm not damn ship. Ich bin kein verdammtes Schiff. Okay, du bist kein verdammtes Schiff, tut mir leid. Ja, ich nenne dich nie wieder. Ja. Aber er sah schon so aus wie ein Schiff, finde ich. Dann ist er halt ein, keine Ahnung. Ey, Untertitel. Braucht die Untertitel, kommt. Drückt mir wieder was Witziges raus. Ja, jetzt habt ihr keinen Bock. Das haben sie ja super gemacht. Ich habe das andere Schiff schon von... Ja gut, aber das war mit Absicht so, ja okay. Keine Ahnung. Jetzt erinnert sich an Uncharted 3 war es auch, wo das Wasser ja reingelaufen ist ins Schiff und da haben sich die Sachen auch so bewegt, ne? Ja. Sein Nebellicht. Wunderbar. Kreuzer. Oh nee, Shotguns sind immer das Schlimmste. Immer zu OP. Ja, das eigentlich schon ganze Mission, ne? Was von Uncharted 1 Endboss, ja? Das auch. Nur ein bisschen größer. Ja, obwohl geht er. Ja, so groß ist es nicht. Die Leistung läuft nicht mal in 4K, ne, oder? Das geht ja auch nicht, finde ich auch enttäuschend. Ja, auf YouTube kann man das schon auf 4K, in 4K streamen. Ah, habe ich schon manche gesehen auf jeden Fall. Die werden doch das Internet haben. Du müssen es einfach aus China streamen oder in Japan. Und dann, also 2 Stunden lang in 4K. Hast du billige Fenster. Ja, wenn schon eine Sniper, das ist spannender als so eine Shotgun da. Macht nix. Ja, er sagt zurückgehen, aber er bleibt so stehen. Achso, ich dachte gerade, oh Gott. Ja, jetzt kommt das Trailer. Ich denke gerade, was ist los? Pre-order now and get early So. access to the open beta. Das ist doch Modern Warfare. Modern Warfare 2, 3? Ich habe nur Modern Warfare 1 That's what gesagt. we're talking about. And Muss ich die joining Story us noch now, durchsagen. up from Long Beach, Johanna, echt great hart. to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Die Leute immer warten müssen dahinter, ne? Die, wo es am Schluss drankommen, die müssen dann da endlich... We're really excited to welcome back Captain John Price Die müssen da 2 Stunden warten. Obwohl, die kommen da später kommen. Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other 2 characters that you may recognize from the older ich glaube, der franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley meteorologische Sommeranfang, der war of schon. course, Der ist am 1. Soap Juni. John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. Ich dachte, ich die Untertitel schauen. Commander Philip Das klappt Graves nicht. and Mexican Special Forces
Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy Gab's doch kein Modern who's Warfare just 2. as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat Ja, in different Wasserbewertung, directions, habe ich jetzt nicht gemacht. creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in Wasser certain sah cases sicher auch to schick be aus. behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed. Oh, der Also Bart leaves im the Hintergrund habt ihr gerade gesehen. creating this Boah, emergent gameplay. Alter. So again, Der war richtig I'm very 4K. excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are Nur going noch to go. Showcase, ne? Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare 2. Montag. Obviously, you know, we're so excited that it's back 0 this Uhr. year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we. Wenn ich da eh first of all, stream, thanks dann for können wir es ja having us here. verbinden. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a Wir reden viel über die standalone Grafik. experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. Warzone. But all eyes on the 28th. War das nicht das And Battle again, I think the Royale-Ding? collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as Oh, you know. was, I mean, so Warzone it's a auf dem- big moment, and there's auf dem going to be a Handy? lot more to come in the months to follow. Und mir hat ja Freunde, die Before we Call of Duty leave, Mobile we gotta gezockt ask a little haben. bit Ne? about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit, it seems Ja, like der viel there was über a little die bit of tease maybe in the revolutionären trailer und yesterday. unglaublichen Yeah, we're Grafiken seeing that geredet. from the Just community. We love when the fans can pick up some irgendwie so. things, some chatter about maybe seeing high-rise and other elements. But we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the Der more Bart reason wieder, ey. why we Ich think finde this den, find den game, klasse. this Den moment super. is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go. Ich schau's mal an, and wenn's now it's time rauskommt. to Also die announce Story würde mich a schon interessieren. classic PC gaming Aber franchise is erst mal coming den ersten Teil back with a sequel durchspielen. over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm Ja, so honored to revolutionär war share das jetzt this eigentlich auch very nicht. Gut, ich first hab's auch nur in HD geschaut, aber... Microids. 30 years later, genau. Englisch. Kommt mir noch nicht bekannt vor, muss ich sagen. Wenn sie Namen zeigen, vielleicht schon. Nee. Pikmin 4. Ach, Pikmin 4. Flashback 2. Das sagt mir nichts. Flashback. Nee. Glaube ich All nicht. right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Was ist jetzt von dem Spiel? Krasse Waffe, du. Voll in Bronzen. Was kommt denn da? Ah, wieder Faustkämpfen. Ja, ne?
Okay, das ist so ein Action-Adventure quasi. Oh, zu Forspoken habe ich schon viel gesehen. Ne? So ein bisschen sieht es auch aus, obwohl es Forspoken halt eher... Das ist ja kein Shooter. Das ist ein RPG. Elden Ring mit Knarren. Ja. Ja. Das sieht interessant aus. Jetzt holt Kopf gerade. Ach danke, ja, ich wollte irgendwas Angenehmes in den Hintergrund packen. Oh, da gab's auf die Fresse. Witchfire. Ne, war doch was anderes. Ja, okay. Ja, das war nicht Flashback 2. Vom Epic Games Store, oder wie? Oder gibt's das nur da, oder? Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe. Bioshock. Ah, Bioshock, stimmt, ja. Enjoy this world premiere new game announcement. Bioshock muss ich auch mal... Ja, da muss ich mir dann Officer PS Plus Taylor, holen. Medlog 29. Black Tracker Games. Today, Acker. I can't believe what I saw. Ja, ich bin auch kein Epic Games Fan, aber es kann trotzdem gut sein, das Spiel. Ah, stimmt, das gab's auch bei Epic gerade. Ja. Solace, everything okay? Ja, ich hab's halt auf der PS4. Hab's irgendwann mal auch gestreamt, 2019. Nee, nun, ich habe Irrschnell kurz angezockt, also so getestet halt. Das war mein Epic Games Store, ja. Was war das gerade für ein Schrei? Ah! Wait for me, was? Something's going on here. And I need to find out what it is. Voll die... Das ist alles so jetzt bisher so galaktisch und Fantasy, galaktisch, ne? Alien, dann das Callisto-Protokoll. Oh, gut, außer Call of Duty. Aber sonst alles so Fantasy-like. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game Gut, Alien ist together. jetzt nicht Fantasy, aber halt. Team up. It's basic. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Doch, ich Well, ich glaube Infinite auch. Ja. Wyatt Taylor is a medical officer who's stationed at Ich glaube, das ist auch in dieser Trilogie. Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go through the game. And of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh, Schade, dass kein Publikum da ist. can't wait to show you Ah, what dieses we've been working Applaus on. By the way, brauchen wir Jeff, halt, this ne? looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. Obwohl, die He's a würden dann eher maintenance rumhaten, das engineer Publikum. on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars Graveyard and shift. Earth are really Der far Carrier. apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. You know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was gab's the denn die letzten 3 most Wochen? impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at Ambitioniert nichts everything gegen as a irgendein society, but also Spiel. the way this industry functions. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Ich denke, es ist Space ein R, oder? Ja. meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy. Absolutely. And of course,
I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show Challenges you. mag ich auch. I think it's going to Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Unreal Engine 5, Can die you ist give us noch gar a nicht hint fertig, about ne? the gameplay? Like, what are we going to do in this Ist game? ja noch The entwickeln. verbs are always important. Oder halt, So we're going to haben noch let nicht the viele game speak genutzt for auf jeden itself. Fall. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, Wolfenstein, you're ich going glaub, to be da hab ich auch discovering. was. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple Borderlands hab locations, ich auch. multiple ways for you to Auch traverse, über- which we're hier ist excited to bloß- tell you about. And Aber jetzt then momentan hab ich's the nicht, narrative ne? is a huge element to this. Eigentlich hatte ich's ja didn't nie, ich hab's ja nur waste, wegen PS any, Plus. any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. Oh, It One was Crash of our Story, favorite jetzt passt moments. auf, jetzt geht's ab. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, Okay, I der want redet sehr to schnell. know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. You can. And You we will. did. Du willst das, du liest ein Buch. Yeah, I Lies mean, das we're Buch, excited. lies Big das Buch. stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be on here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time die to Story auch world gehört. premiere a very exciting new game, which will Hast du feature a geholt gehabt. musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab Mick you, Gordon. and we are so honored to debut it. Und dieses... Das ist der Todesstern. Das sah so aus. Aber das ist kein Star Wars Spiel. Step Fake war's. Sonic Frontiers. Die zweite Story. Ui. Jetzt kommt einfach ein X auf uns zu. Ja. Kennt es doch, was ist denn das nochmal? So ein... weiß nicht. Schlechte Technik. Wie immer. Ja. Und davor sind so Vorhänge, ne? Abscannen oder was? Mann, mach nicht so leer, ey. Mach nicht so einen Lärm. Okay. Ist auch egal jetzt. Das ist Routine, ja, würde ich auch sagen. Das sieht interessant aus. Okay, das kommt nicht für die PS5. Aber für PC. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox Was and sehen PC. das It was first announced a decade ago and is now officially back. I motorisierte can't wait to Fischspielzeug see von more. meiner Katze. Now it's time to check in with a very special guest who's Ja, been nur in his fair share of video Space-Themed-Spiele games, bisher. including most recently Und einmal Fortnite COD. as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, Lol, everybody? Dwayne Johnson einfach. What's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live Natürlich im streaming right Gym now auch, ne, im around Fitnessstudio. the world and everybody Der inside lebt dort. the Epic IMAX theaters. Dwayne Oh. Johnson here, coming at you from Alter. my Iron Jetzt Paradise, geht's ab, du. the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot Okay. of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, Big Drink Energy.
always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. Ja. You guys also know me as the Ja, Project. and most Project. electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we Natürlich cannot noch wait to show Energy-Werbung, you ja. what we have in store for the future. Hoffentlich kommt kein Red Bull. In the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. Black Adam stand da gerade doppelt. Say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, Power of there's a few Superman. differences, but one of the biggest differences is Schlecht so. Superman's Ist es weakness live is oder magic. hat er das aufgenommen? Black Adam, Ich glaube, er hat es one aufgenommen. of his superpowers is magic. So you do the math. Aber er hat es dazu akzeptiert. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor Der redet jetzt über to DC, become also. Black Adam, and it was a DC-Film. it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October kommt der Man in Black. 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Ja, Dankeschön. Black Adam. Ach, das ist jetzt Black Adam. Ich dachte, das Spiel davor. Gerade ich komme da immer durcheinander, weil die Spiele so schnell hintereinander kommen, dass ich gar nicht mehr weiß, was es zu was gehört. Okay, das ist jetzt Black Adam. Das sieht aber krass aus. Sehr realistisch. Man in Black, das Spiel, was davor lief. Ich glaube, das Spiel, was davor lief, da hat er nicht drüber geredet. Hab ich auch gedacht, aber. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Ach, warte, das ist der Filmtrailer. Ach so. Ich dachte, das wäre das Spiel. Ach so, ja, deswegen sah das so realistisch aus. Ja. Klar, ne? Krasse Grafik, ne? Kann man auch auf der PS4 abspielen. Dann hat man auch super realistische Grafik von dem Spiel. Oh. Sieht nach Multiplayer aus. 1, 2, 3! Alter, Henker, lol. Aus Racing 5. Der mit Regenmantel dann. Oh. Ah, die Faust. Ja, auf jeden Fall. Oh. Schwierig, der Bosskampf. Ne? Sieht aus wie so ein LOL-Charakter, ne? Irgendwie schon. Und nach LOL wirkt das schaut jetzt nicht aus. Durchgespießt, ja. Race for Impact! Outsiders, World Slayer. Da gibt's doch schon was, ne? Outslayer? Outriders gibt's doch schon, gell? Oder? Broadcast. Ja, gut, ist jetzt nicht so meins. Aber schön. Oh, jetzt kommt Nintendo Switch. Das kam jetzt ganz plötzlich, ne? Einfach so. Gott, das ist Switch, ne? Okay. Ah, kommt jetzt einfach nur so ein Kurzüberblick, was rauskommt. Ah, das Kapitel jetzt, ja. Fighting Collection. Mittels 3. Habe ich einen Freund, der das zocken will? Your games your way. Das kam jetzt echt
Und das war's. Ja, das kommt voll geil. Das ist so random irgendwie heute. In der Welt liegen. Aber wir waren schon ein paar dabei. Achso, du meinst außerhalb von der Welt wegen Space. Achso, ja, das meinst du. Ja, klar, da hast recht. Da hast recht. Alter, jetzt gibt's einfach Real-Life-Versionen von Fall Guys. Aha. Ey! Horrorszenario, alle verwandeln sich in so Blobs. Blobs. Fall Guys halt, wie die heißen. Alles Blobs, ja. Also manche interessieren dich nicht, oder? Spiele, ja, ist ja nicht schlimm. That was so fun to see Courage Beide and auf der Ray Switch in mit that K, oder? Fall Oder Guys gibst du den piece, and you can Stimmen? play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and Die auch mal wieder PlayStation. zocken. All right, back to another new game announcement. nächsten We're going to Season. announce a brand new game and universe from a new team of legendary Was? developers. Brand new Game in Check this out. Universe. Hier ist schon wieder was mit Universe. Frost Giant Studios. Studios. Weiß auf das Switch Game. Das kennt man ja. Schön. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Harry. Das ist die geheimnisvolle Mitmachsache aus Kirbys Wunderhaus, wollte ich gerade sagen. Aus Mickey Mouse Wunderhaus, ne? Now we're talking. Was ist schon da für eine Tasche in deiner Hose? Maybe onto something. Und tschüss. Ja, die wollen halt möglichst viel reinpacken, aber das ist wirklich so... Kommt echt durcheinander. Wenn die dann reden, dann reden noch ein anderer und dann kommt schon das nächste Spiel und dann denkt man, hä, was haben die jetzt geredet? Kirbys Wunderhaus, ja. Das wäre schon was. Mission erfüllt. Oh. Ich glaube nicht ganz. Jetzt geht's so los, ne? Alter, wie klein die Gesichtszüge gerade waren, ne? Gerade so aussehen, als ob der Mund und die Augen voll klein sind. Was kommt denn jetzt? Hang tight, Doc. I've got this. Gott, jetzt. Der hat auch eine riesen Stirn. Oh yeah. Kieferbruch. Und voll auf die Brust. Es sieht so gar nicht schmerzhaft aus. Also, er prallt einfach in die Mappen. Ne? Ja. Kirby saugt einfach alle Hilfsmittel ein. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. Ja, die Mitmachsachen sind halt die Fähigkeiten. Ne? Stormgate, habe ich irgendwie schon mal von gehört. Vielleicht habe ich davon mal was gelesen. Online. Auch 2023. Was? Stormgate. Ja, okay. Ich habe irgendeine PlayStation gelesen. PlayStation There you have Gate. it, Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though?
Also der Typ, der da so excited ist auf alles, ne? Der muss doch noch alles zocken, so begeistert. Ne? Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? Auch wieder ein spaciges Game. Decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. Kommen wir gleich zu Any sense of what you want to do for Planet Pluto oder so, ne? Wir entfernen uns immer weiter weg. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true Immer to World what Premiere. players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Nicht pay to win, oh, das sagen sie jetzt aber so. But we're also really trying to be a lot more social. Vielleicht stimmt's ja auch, dann wär's gut. Cooperatively, we've got Das wird dann gut. 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive. Ja, wenn es stimmt, wenn es nicht das erste Mal ist, wäre dann auch irgendwie blöd, ja. Dann muss man sich sowas nicht anschauen. Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023. Ach so, das ist so. So. Sign up now. Ach so, was mag ich, so Retro-Shooter-Ding. So thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. War das gerade das Spiel? Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Ja, die Sequenzen, wo einfach irgendwie die Story gezeigt wird, da denke ich schon halt was ganz anderes über das Spiel, ne? Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Was Highwater? Good morning, Highwater dwellers. Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, one thing we can't deny is that the world ended on a Sunday. So Super Mario Galaxy 2. Ist einfach eingepennt. Alter, das ist auch Last of Us. Jetzt sage ich nicht Crisis City, jetzt sage ich Last of Us. Oh. Der sieht aus wie... Oh, wie sieht der aus? Da habe ich ja auch diesen Holzfäller erinnert aus Gravity Falls. Irgendwie. Das auch nicht. Das sah so aus mit seinem Bart. Der bis seinen Kopf auf den Tisch gehauen hat. Stimmt, das war nicht der Collection. Deutsch, er hat's versucht, ne? Hey, Water. Es heißt auch so, okay. Ich dachte, das war irgendwie so ein Ausdruck, dass es so excited ist darauf. Der Wassersimulator, oh. Das gibt's auch noch nicht. What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work. Ja, Strategie ist nicht so. Aber gut, wir haben jetzt auch noch kein Gameplay gesehen. Is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Serisch macht, super. Picture a city where technology and science Ey, durch keine Nase. with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton,
Die hat eine Nase. Okay. To build the city of tomorrow. Nee, auch nicht. Alle keine Nasen. And that city is Doch nicht. Arcadia. Das sieht aber schön aus. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Okay. Ah, ich muss die Bahn erwischen. Zu spät. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Kann ich dir nicht geben. Ne? Don't worry. Oh, was kommt denn da? I'm going to get you out of there. Sieht interessant aus. Wishlist now. Ja, ich muss mir nachher noch durchlesen, was alles dran kam und dann nochmal eine Liste schreiben, was mich interessiert hat und was nicht. Sonst kann ich mir das nicht merken. We've all been anticipating for a long time. There's trouble in paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Sequel. Coffee Stan? Nee, genau. Das ist der Stan. Bei dir. Das ist ein Ziegenbart da. Tada! Ja, das Stream läuft auf YouTube, ne? Naja, mehr als sperren können sie es nicht. Ey, was? Alter, kommt der Ziegensimulator. Ja, neuer Ziegensimulator, das wäre hammergeil. Als ob. Kommt jetzt echt ein neuer Ziegensimulator. Der rennt einfach durch. Alter, wie geil. Ja, toll, jetzt ist alles versaut, ne? Oh, wie geil. 3? Achso. Ja, gibt's schon 2? Echt, das gibt. Okay. Alter, das gönn ich mir. Das ist geil. Paul. Jetzt schon. Schon bald. Warum 3? Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men. Das ist ja fast ein Fehler. Ne, ich glaube nicht. Irgendwas. Gab's da vielleicht so einen Spin-off oder? For a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Marvel. Dum, 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 dum. There's no hope under your watch. Midnight Suns. Nun 2K, aber ich würde sagen 4K. Ja. Ist auch nicht, was mit dem zweiten war. Warte, ich will das jetzt gucken. Ah ne, dann muss ich wieder. Dann schließt es wieder aus. Mit Venom. Ich dachte mal, Venom wäre böse. Das ist ja so ein Anti-Held. Süßes kleines Wesen. Ja, streck mich ab, komm. Ah, den kenne ich nicht. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup.
Ja, das sieht schon cool aus. Sehr viele verschiedene Helden. Wie sieht das bei dir jetzt aus? Oh. Jetzt kommt Musik. Alter. Ach, das ist Venom. Oh. Oh shit. Okay. Und der Dämon-Hulk. Alles klar. Das sieht cool aus. Kommt auch schon bald. No. Das ist ja voll cool so. Stellt euch's vor, ne? Doctor Strange. Ist auch ein neuer Film, ne? Ich habe den irischen Film noch nicht gesehen. Oh, hallo. Oh, Cuphead, nice. Sons, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course. Bis dahin muss ich Spiel durchspielen. See how they did that? Ja, bis dahin wahrscheinlich nicht. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. Ja, für mich war schon einiges Gutes dabei. Fix. Aber jedem das seine. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet, super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Kommt jetzt Cuphead oder kommt das nächste? Ah, okay, cool. Ah, hat es mal erzählt, ja. Lol. Ah, cool, wechseln wir so die Arena. Einfach das Auge raus. Ah, Musik ist auch wieder klasse. Ey, ich zieh auf das Auge. Er frisst dann auch wieder auf. Okay. Das. Okay, sind wieder neue Charaktere. Ne? Steht auf dem Kopf, gell? Macht sie nix. Alles klar. Knockout! Nur 2 Phasen, das geht ja gar nicht. 30. Juni. Da ist ja schon lange angekündigt worden. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Ja, die schaue ich mir denke ich nicht an. Aber da schaue ich, was so sein kam am Schluss. Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons with a chance to ascend to heaven. Bist du im Eternal für Switch? Nee. Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich Doom, nein. We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Sieht aus wie der Himmelspalast des Sonic Boom. Jetzt nicht mehr. Lol. Der kippende Garfield. Ja. Ah, da war Sixpack. Das war Corona-Bier wahrscheinlich. Die Schrift ist mir so schnell weg, das kann ich nicht lesen. Speedrunning, FPS. For Freaks. Ah. Let's come out. Eine Woche. Neon White. Von den gleichen Entwicklern wie Black and White, oder? Das Game, wo dein Name so flüstert. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a Da kann immer sehr geiles Zeug game, rauskommen. Midnight Fight Express, to life. Von so einzelnen Entwicklern. Sagt mir Toby Fox, ne? Humble Games. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Das Together. Dinner. Was für ein Dinner? Ah, voll die Kopfnuss. Auf dem LKW. Ja, wunderbar. Ah. Das versucht wie ein Schade zu sein, ne? The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption. Also mit der Ansicht, das ist auch cool. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are you. Ich wollte gerade sagen, kommt Blut vor oder nicht, ne? Aber es wird wahrscheinlich doch nicht ab 12 sein oder so. Aber Destiny 2. Gott davor, stimmt, da können sie auch was zeigen. Ich glaube, es kommt heute auch. Midnight, was auch immer. Okay, es kommt im Game Pass, ne? Den habe ich auch, klar. Hab ich habe zwar keine Xbox, aber ich habe den Game Pass. Das glaube ich richtig mal. Die Demo. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know we got. Just happen to always have Ariana Grande. teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes Fortnite-Grafik ist es für mich jetzt nicht, also. Magst du Grafik eigentlich schon, aber Fortnite hat es mit ihren Skins übertrieben. Very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for Was, letting Frontier? us take Frontiers, over ja. your special events category, but she is there and she Ja, is Warframe for habe ich you jetzt nie if you gezockt. are properly linked up. No, Warframe. Außer wie we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know Overwatch TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, Yeah. but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, Goodies. some merch, Schöne all that really Goodies. great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our Der Charakter im Hintergrund, der spaßt es voll ab mit seinem Ball. we Ne? usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay. Ja, aber so sehen halt viele Indie-Games auch aus. The Deviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years, but Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Eggman's Bar tut mich ein bisschen... My child, my friend. My friend. What was done is done. It's done. Tja, New fertig. dangers. New choices await us now. Achso, ja, okay, kann auch sein.
Sayo Black. Und your deed. Was sind das für Dealer? For now, dream of who we were and of who we have become. Achso, das ist jetzt Warframe, okay. Ich war schon wieder beim nächsten. Aber diesmal war es doch nicht so schlimm. Was, live? Turnier oder was? Achso, achso. Ja, okay. Ja. Ich habe meinem Freund irgendwann aufmerksam gemacht vor ein paar Jahren, dass es halt für 1 Euro im Angebot war. Ich bin halt so einer, auch wenn ein Spiel nur 1 Euro kostet und dann kaufe ich kauf's dann trotzdem nur, wenn es mich interessiert, weil wenn ich es nicht zocken würde, dann spare ich mir halt den Euro, ne? Also, dann kaufe ich es trotzdem nicht. Außer für uns sonst. Was? Ah, wieder das Basic. Wir gehen in die Anime-Richtung. Sehr in die Anime-Richtung. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. Da kennen wir jetzt nicht aus. Oh, danke schön, da was. Perfekt, wunderbar. Finde ich toll. Ja, einfach so ein Kaugummiball als Waffe haben. Ne? Als Waffe, ja. Ja, Zeus war das gerade. Die trinken einfach Tee, okay. Ich kümmere mich gleich um den Schaden. Und töte meinen Freund. Gut. Oder tue ich ihn weiterentwickeln. Keine Ahnung. Star Rail. Henkai, genau. Hentai, genau. Das ist ein Hentai. Oh, schöne Löwen. Was, ich hab Zelda 4 verstanden. Zelda 4. Jetzt kommt Zelda 4 raus, genau. That's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Zenless It's Zone a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world bei mir war ja premiere, nix, also a keine brand new look Bedrohung at gefunden. Zenless's notable characters, armed enemies, and world. Ich kann einfach als Fensteraufnahme machen, wartet. Könnte ich auch machen. Nein, das war falsch. Ist das ja? Jetzt ist Fensteraufnahme. Ja. Jetzt kommt sowas nicht mehr. Maus auch nicht da, perfekt. Was für ein Arm. Ja. Ich hab auch wieder auf Anime basiert, ne? Ja. Muss man verstehen. Ich kann es so schnell nicht lesen. Ah ja, schon. Ah ja, ah. Ganz genau. Adivox und dir einen schönen Abend. Wo du dich da im Hintergrund machst. Genau. Vielleicht habe ich was ganz anderes jetzt offen bei mir. Ne? Es waren viele Games. Ich weiß nicht, was dich interessiert, deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen. Es waren sehr viele, ja, so Spiele, die eben im Weltall spielen dabei, ne? Manchmal Horror. Call of Duty war dabei, das neue.
Ja, gerade 2 Anime-Spiele. Aber DLC wurde angekündigt. Oder schon. Oh, Turtles. Wurde schon vor einer Weile angekündigt. Ja. Und es kommt ein neues Alien-Game. Gibt schon ein Teenage Mutant Ninja Turtle. Oh, und der Grafik, geil. Ah, das ist gut. Sogar den... Oh, das sieht gut aus. Achso, das ist der mit seinem Eishockeyschläger. Das Mädchen ist auch dabei. Oh, das ist cool. Und die Online-Spiele. Ja, es gibt genau auch ein paar Multiplayer-Spiele. Mit Schusswaffen. Ja, Steffi, mit Schusswaffen, das stimmt. Also mehr Action-Adventure so. Oder Shooter. Lol. Das Big Boss-Schwein. Shredder's Revenge. Oh, das ist cool. Wo kommt das? Hallo. Ach so. Available. Wow. Einfach schon eine Woche. Ja, und direkt das nächste. Gut, dass wir immer groß darüber reden. Das ist auch wieder wahr. Ich will immer groß darüber reden. Auch schon mal als Zigarre anzünden, genau. Oh, dort, ja. Geld? Da gerade 250 Cent Münze. Ninja Turtles. Gut, die Serie habe ich lange nicht mehr geschaut, muss ich sagen. Aber so vom Grafikstil und vom Gameplay finde ich schon nice. Aber ich kenne die Charaktere halt noch. Ui, das war mal Statue. Oh, ein bisschen mit der Shotgun in der Luft. Ja, genau. Kannst du ja Zusammenfassung anschauen und das Ganze anschauen. Geht ja noch ein bisschen, das ist 1,5 Stunden. Oh yeah. Hallo. Super People. Oh, Sega. Aber nicht das Humankind, ja, okay. Ja, Sega macht was anderes. Aufbauspiel. Also ist nicht mein Gameplay. Jetzt haben sie aber schon mal gezeigt, oder war das jetzt ein anderes Spiel? Ach, jetzt erhältlich, lol. Oh, das ist... Ah, das ist ein DLC wahrscheinlich. Sie macht gar keinen Sonic. Das Sonic-Team halt. There's more. Oh. Oh Mann. Ach, das ist so ein allgemeiner Trailer für eine Konsole, oder wie? Für die Next Gen. Yep. It's more than history. It's your story. Achso, auch Humankind, okay. Ja, das ist wie... Keine Ahnung, wie Anno, keine Ahnung. Irgendwie so. Wait, there's more. Play Day One with Xbox Game Pass. Nice. Ja, wenn schon Sega kommt, dann... Jetzt kommt noch Yakuza und Super Monkey Ball und Sonic kommt. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure.
This trailer reveals the setting. A Der war eigentlich eh dabei, aber egal. Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Ist 3D animiert? The Straw Hat Mit Pirates One Piece Game ja auch nicht journey aus. along the Grand Line. Geht irgendwie um Piraten. Ja. Hat ja auch über 1000 Folgen oder 800 Folgen. Also ewig lang, es läuft ja immer noch. Tja, schlechtes Wetter halt, ne? Ich denke, da kommt DDD aus dem Wasser. Da kommt König DDD in One Piece. Ja, in die Luft. Nee, ist nicht das eine Schiff aus Kirby's Adventure B, genau. Von Mogulor. Mit Tentor. Alter, hat der einen Kleinkopf. Aber den kenne ich sogar. Ja, die kommen alle bekannt vor. Ich habe schon mal so auf Viva laufen sehen oder irgendwo liegt das mal. Magulos Schiff. Rorona, was? Borg. Schadenfälle hier. Sehr viel. Den könnte ich nicht. Ja, keine Ahnung, Anime halt, ne? Das sieht alles einfach, alles, was man sich vorstellen kann. Genau, es sind ja Hidden Mysteries. Alter, die Haare gerade, die waren schön. Wow. Geil. One Piece Odyssey. Ey, alle nennen ihre Spiele Odyssey, ne? Mario Odyssey. Assassin's Creed Odyssey. Ist auch irgendwas mit Odyssey. Zelda Breath of the Wild Odyssey. Zelda Breath of the Odyssey. Atem der Reise. Was ist Odyssey irgendwie? Irgendwie so. Aufwachen! Steh auf, wenn du am Boden liegst. Oder auch nicht. Apes Odyssey, klar, Apes Odyssey. Da schon ziemlich viele Farben auf einmal. Fix. Ja, stimmt, der kommt alles erklären. Red Car vielleicht. Obwohl ich weiß nicht, ob Red Car Ding schaut. One Piece. Hab einen aus meiner Klasse, der schaut viel One Piece. Auch mal mit Animes einsteigen, aber halt eher Horror-Animes. Also ohne Universum, ja auch. Oder mit Ultimate, ne? Auch viele Spiele. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Schön. What if all your games were in one place? Who's Chaos? But the biggest names in games all came together. Biggest Gaming TV. Jetzt kommt noch Werbung für. Also so, ich dachte, die machen jetzt Werbung für irgendeinen so Monitor. Also Game Pass. Also. Was cool Stadia. Neo Luna, danke für deinen Raid. Einen schönen Abend wünsche ich. Wir kommen mitten in der Summer Game Fest. Wie geht's, wie steht's? Was habt ihr so gezockt? Samsung Gaming Hub. Ach.
Oh, Capcom, Retro. Schön. Also die Games Collection da, die für... Games Collection. Die Classic Collection, die da kommt für die Switch, ne? Mega Man! Ja, was steht da? W3. So was ist immer schön. Achso. Oh, kommt noch was von Nintendo. Ach so, okay. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, Alter, fette Bombe. whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario It Strikers hurts. Battle League. Ja. Only on Nintendo Switch. Fußball ist brutal, ne? Everyone 10 and up. Oh, an einem Tag, ne? Na gut, ich werde es mir jetzt nicht holen, weil es... Hi, Ja. my name is Carl and I'm a Halt developer Fußball. on Metal Hellsinger. You know how in some Aber games sicher the gut. music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Ja, das ist mir auch schon zu hart. Also ich mag ja Hardrock und Heavy Metal, aber Death Metal und so mag ich nicht. Das ist mir dann zu hart. Ich mag diesen Mix aus Schreien und Gesang. Also wenn man so einen Schreigesang hat. So einen Kehlkopfgesang. Aber wenn es nur noch Schreien ist wie hier, dann mag ich es nicht mehr. Ja, bisher hat Nintendo jetzt nicht so viel bewirkt hier. Das Game sieht... Wollen sie wie Doom sein, oder? Okay, die bewerben mehr die Musik als das Spiel. Das gefällt mir schon besser. Das ist nämlich Symphonic Metal, wenn so eine Frauenstimme dabei ist. Das finde ich richtig geil. Ja, es will wie Doom sein, das Spiel. Heavy Metal and Death, but I draw the line at Death Metal. Habe ich Metal and Death gesagt? Nee, Heavy Metal habe ich gesagt. Ja. Gibt bei mir schon eine Grenze, was die Härte angeht. Was war das gerade? Keine Ahnung. Metal Hellsinger. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Rhythmusspiel, genau. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. Ah, The Quarry. Ja, stimmt, das kommt ja auch morgen. Zocken wir nächste Woche. An all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives Ich sehe and who jetzt dies jetzt ja gar nicht at a mehr. camp Ja, in genau. upstate New York. Here's the Die first Code? look at the launch trailer. Noch nicht. Family is the most important thing in the world. Dann komm ich morgen, hoffentlich. Ja, doch, wenn nicht, dann But if your whole beschweren. family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom Doch, of ich the wollte mich schon ein well, paar they're all just durchladen. hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. Der Markus muss You noch pull on that aufnehmen. rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. Ja. And what's the point of that? Ähnliche Spiele, ne? Aber Strikers sind's. What? Okay. There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, Diese Musik. murder, cover-ups. I think the whole Okay, jetzt schaue ich doch einen Trailer. Ich habe bisher noch keinen Trailer geschaut. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. Wow. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cool world. Sieht bis nach Freitag der 13. aus. I'm gonna enjoy watching you die. There's an animal in all of us. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Ne, die eine war aber auch ein Until Dawn dabei, ne?
Mit schwarzen Haaren, die sah exakt, fast exakt so aus wie ein Underdog. Them's the rules, you noob. You noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the Hat gut game, funktioniert, ja. including its Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, card aber... system that lets you impact things like Ja, the genau wie weather Emily, pattern, genau. resources and Die meine challenges ich. in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Emily war die sympathischste, hallo, die war voll nett. Ja. You're alone in the realms. Der schwarze Mann. The portals are a mess. Der Axt. Not even sure if Nightingale made it. Okay, die Bilder haben jetzt wenigstens zusammengehangen irgendwie. Given how fragile Das ist futuristisch, dann Landschaft. Und dann das Wildschwein. I'd say that staying fed, dry and rested should be your priority. If the portal Bis gleich, arch Julian. isn't active, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you Spannende have realm cards, you Stimme. can activate the portal. Beware them. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Ja gut, wenn es hauptsächlich geht, um so Tiere zu töten, dann will ich es auch nicht spielen. Ja, muss man auch anderen spielen, aber... Wow, was war das? Okay, nee, doch nicht. Nee, es ist doch auch mit irgendwelchen Kreaturen. Der hat gerade noch Schulter gehabt. Antike Raketenwerfer. Und ein Tipp in den Synchronisation gespielt hat. Ach so. Think but this. Ja. Oh, ja, And okay. all is mended. Nightingale. Ja, aber muss ich halt neue Namen ausdenken. Das klingt dann immer sehr interessant, aber... Gibt halt Patente. Level Infinite. The Saints are marching in on Saints August Row. 23rd with the reboot Gibt's of das auch noch? Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to Hab ich announce auch einen the Teil launch of kostenlos. the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. Der Typ sieht ein bisschen aus wie In Alexander. Saints Row, you guys are gonna have a lot of fun with this one. Check Wie it heißt out. der? Alexander. Der wo, gefragt gejagt moderiert und so. Something to capture people's Was ist denn da? attention. So what do we build next? Egal. Aber es ist er nicht. Saints Row. Boss Factory. Ah, okay. Na gut. Sehr geil. Aber. Swag ist. Oh, Swag. Geil. Wunderbar. Was der weird ist. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Achso, ich dachte Saints Row war so... Achso, da war gerade ein Real-Life-Mensch, lol. Ja, ich weiß, man, alles gut. Ja, Saints Row war doch eigentlich aber so... Was richtig Brutales und nicht so... Sehr auf Erotik aus jetzt. Auf Kostümierung. Gut, Gameplay hat man noch gar nicht gesehen. Was war das gerade für die Fratze? Für die Hexenfratze. Das ist der Trailer. Einfach die ganzen Kostüme gezeigt. Ja, lieber Sonic Forces als das. Fast wie in GTA. Ja. Die Saints Row verändert? Oder? Das war doch ganz anders, hä? Ich hab mal ein Saints Row Spiel so ein bisschen gesehen, aber das war doch nicht so.
Weil es so ein Epic Games jetzt ist, oder was? Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay Keine of Ahnung. Warhammer 40k Dark Tide, Fat Shark's follow-up to the critically Ja, acclaimed Klon. Vermintide series. Dark Okay, Tide dann war's wohl promises doch. intense 4-player co-op Immer schon action so. and terrifying enemy hordes to team up against. And it's Warhammer. on September 13th for PC, Okay. on Steam, and exclusively on console Reboot, ach so. on Xbox. Ja, die letzten Spiele sind jetzt auch nichts für mich. Gut, außer der Query. Ist schon. Fett Shark. Ey. Wer nennt sich die Haie fett? Hm? Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Der Typ hat einfach 3-4 Mal mehr Masse als die Head on anderen. through the ventilation tunnels and look for an access point. Kann er sich wehren. This way, move it! Ah, schön mit der Kettensäge, ja. Ich wollte gerade sagen altmodisch, aber kommt doch der Elektroschocker. Gut geaimt. Lol. Sehr kreative Bombe. Bis 23 Uhr. No. Geht da durchgeprescht ist, ey. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. Leute! Wie ein Star Wars. Du hast halt den ganzen Kopf abbricht. Abreißt. Ich dachte, immer wäre so ein Online-Ding. Steam, Windows. Ja, ich zock es mit Steam auf Windows. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose cool. of this. Auch ein Spiel, was ich seit Ewigkeiten in Steam habe und endlich mal zocken sollte. Layers of 4. Someone once said insanity runs in our family. Ja, einen zweiten Teil davon. Let it run. Jetzt seine Ketten dann nicht abgehangen. Kunst. Ruinier sie nicht. Klavier des Todes und weg ist es. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred of the horror of my loneliness, and it is mine to tell. Lol, wie der Kopf gerade abgenommen. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Alles mit einem Unreal Engine 5 jetzt. Und ich pack die Engine. Und ich pack mein PC noch die Engine. Ich denke schon. I was trapped in this house, bound by this body. Now, Ja, immer Fears, immer Fears. Layers of Fears. Was heißt sogar so? Achso, Fears. Sonst hieß ja Layers of Fear oder nur Layer of Fears, so ungefähr.
Okay, cool, This ja. October, Gotham Knights arrives. Aber ich muss auch schon mal die anderen Batman Teile is spielen. dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive man weiß es ja von Ding, Fleur Marty. von Schlag den Rahmen. Ich denke aber so lange wird es nicht überziehen, weil von den Games haben sie ja schon so eine Ahnung. Today, we are thrilled Also sie to reden share da more noch with eine Weile. you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Batman. Ich bin nicht Batman. Das ist nicht Batman. Nein, das ist wirklich nicht. And then this city became my home. Geht doch. Its people became my family. Gotham gave me everything. Schon Maske vergessen. It deserves to feel safe. Ja, vielleicht wieder ein bisschen. Ja. Ich hätte verloren. Oder mit dem Hammer. No matter how hard we try. Oh, jetzt kam die Untertitel sogar davor, ne? Fast Batman. Fast Batman, ja. Der Fast auch. Fast ist er auch. Das lässt so ein Möchtegern. Eggman, ja, Eggman. Batman. 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 Badezimmermann. I got this, Bruce. Ja. Gotham Knights. Okay, es heißt nicht Batman, es heißt Gotham Knights. That was Gotham Knights, and now we welcome... Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. Oh, Neil Druckmann, geil, super. Great to Jetzt have bin you ich with gespannt. us, Neil. It's been an eventful Super day on Typ, the ne? internet for Naughty Dog Krasser Autor. fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing the 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. They've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. It's standalone, okay. But what I can tell you is that Lol. this game is big. Das war überrascht, es kam jetzt ganz as any aus of dem our Nichts. single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year.
Der Multiplayer-Mode von Uncharted, der war jetzt tatsächlich echt well, gut. very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so Aha, war ja auch was, stimmt. You know, Ist ja we've noch. teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of Wow. wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer Okay. than you might think. Morgen wird letztes Mal You gefilmt, wie actually ich es got verstanden to habe. direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could First look. Let's take. So you could Wow. see this is a certain museum that Yes. players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put Yeah. out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? Das habe ich schon mal vorne You'll hear gesehen. about it very soon. That's Okay. all Ja Sarah. gut, die Schauspieler All right. kannte Last man ja of Us schon, HBO, klar, aber very exciting. And die schon mal I so hear gesehen. you actually have a couple actors from the show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Plötzlich startet's. Oh, what's up, guys? Hello. Surprise! Troy's back again. Hello. I know. Ashley. Surprise. Good to see you. I'm a little confused though. War doch schon mal I thought hier, ne? maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Dieses Jahr. Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much It's stuff I feel like so good. on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is spielt kind ihr of auch old mit, oder was? hat. Like we've Except had for to today. Except for today. Yeah. except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are Man. they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's Ach like so. Ach it's so, like in den the Laser. characters Okay, ja. coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am Ja, stimmt, jetzt so sieht excited man to be schon. a part of it, Jetzt, wo wir es weiß, ne? just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. It's So I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the Die series. Story ist in den Spielen auch super. An undisclosed world. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes.
I can tell you. So sneaky. All right, well, Spielt we're ja auch so mit, vielleicht excited. gibt's so Maybe it's Easter already on Eggs Twitter irgendwie. by now. Hey, all right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Hat's jetzt, finde ich, nicht wanted to find a nötig. way to get even closer to our original vision. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at Okay, mal gucken. Last of Us Part 1. Aber echt. Ja. So why'd you leave Boston? Na klar, man kann da schon mehr rausholen, aber so ein Riesensprung ist es nicht. Also der Sprung ja noch kleiner als bei Racing 4. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, Wie dann noch die Charaktere aussehen, I've ne? never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse. Okay, die sehen auch gleich aus. Ne? Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you Bei uns killed. noch ein paar neue Charaktere. Ja, wohl ein. I can take care of How many myself. close calls have we had? Ich meine, so riesig ist der Sprung nicht, finde ich, ne? Es sieht schon geil aus, aber. Nein, wenn man es auf der PS4 spielt, das Spiel, oder sogar auf der PS5, sieht das auch gut aus. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Die Charaktere sehen jetzt nicht arg besser aus als im Remastered. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. September, you're stimmt, watching ne? it in real time. Ja. It's a, Part these 1 heißt jetzt these auch. performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used Ja, the ich original werde es trotzdem holen, Yeah, ne? actually, we came up with a process where you could take the original Das HD dann, das animation that HD we did for the again. faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here, just Ja, okay, how much it has ja. changed. That you went and you Jetzt sieht man redid schon, the klar. models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed trotzdem the ist es whole halt- thing from the ground up. But the great thing about these faces ich is nehme es that, trotzdem an. they're closer to the original performance. Wird sich ja All trotzdem the gut. animators went and studied those videos and got it Aber wie closer viel sie to da what jetzt they verändern, did weiß ich on auch nicht. set Vielleicht wird es dann doch eher ein Remastered, ne? And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per Wird dann second. vielleicht all eher the stuff wie you're getting das- on der the zweite PS5. Teil. Again, we wanted to give, knowing because Schon of the September, show, ey. because they're all new players. Also nicht for von der Story, schon PS5 nicht mal vom and Gameplay, PC. dass es das so ein We bisschen wanted them to have the definitive version of the last angleichen, auch mit Amazing. Well, now you der guys. KI und so. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory. Sieht schön aus, das before Cover. working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played it. 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another Yeah, I playthrough can't. I with mean, this. Yeah. I can't wait to go back because Oh, I can't wait. you guys did such an amazing job on that original game, and It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of the Last of Us 2 combat, but kind of that back in the Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned. Da ist ja auch on, Joel like, auf dem Cover drauf, aber ganz klein. Seht ihr? Ellie so ganz groß und da guckt Joel so Just to give a quick shout out, ihre this auf project ihre is Schulter. headed Ja. up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And well, shortly thereafter on PC. we will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. kommt doch What Uncharted are you 5. directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Maybe if someone Ja, der dritte plays Teil Forza kommt League, sicher, we aber can das talk dauert about noch. it now. Otherwise, Da muss man jetzt noch You nichts have a new erwarten. project.
do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, das sagen sie Okay, nichts. well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that Troll auch noch geil. Weil der Typ davor stand, ne? Deswegen. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. Last of Us All Part right, well, 1. that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day okay. of the Devs with War doch I Am schon. 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet Atlanta. And then the Devolver Geht doch keine 3 Digital Stunden. Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June. Ja, die anderen schaue ich mir vielleicht so nebenbei an. Oder schau mal halt dann die Sachen an, was kommen. Thanks for being a part Was of machen Summer Game Bethesda Fest. Games? Was And machen die denn remember, nochmal? there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Bioshock? Ja, noch mehr, aber ich will es gerade nicht ein. Was macht denn Bethesda? Was macht's denn? Sonic kommen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We want to bring developers and players together gib to den Kuchen get her. together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. Da kommt And vielleicht we're jetzt noch really irgendwie excited so this year to be anderes Stuff part halt. of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. Ja, okay. This thing? I'm supposed to put Nee, ich glaube, da kommt jetzt nur so. Irgendwas halt. So, ja. Okay, dann sind wir doch schneller fertig als gedacht. Dann können wir uns jetzt das Sonic-Ding angucken. Ja, waren schon ein paar Sachen für mich dabei. Ich muss mir nur noch mal anschauen. Ich muss mir so eine Liste wieder anschauen, was alles kam und dann. Also ich konnte jetzt nicht mehr aus dem Kopf sagen, was da jetzt dabei war alles. Aber, war nicht schlecht. War für jeden was dabei, ne? Für jeden Geschmack. Das ist immer gut. Oder halt für keinen Geschmack, das kann auch sein. Ja. Boah, was tust du denn hier so? Capspell, ne Spaß. Dass die Day of the Dead sagen. Day of the Deaths. Hab davon auch noch nie gehört. Aber ich hab den Chat, den will ich jetzt nicht, ja. Kompletten, Frontiers. Ey. So. Ja, ist auch okay, wie gesagt, ne? Ist ja jedem sein Geschmack. Mhm. Ich mag es immer nicht, wenn man so gleich sagt, so, ja, es war ja uninteressant. Für einen war es uninteressant, ne? Aber für manche ist es interessant. Das ist. Deswegen, also ich sag, wenn ich was uninteressant finde, direkt, dann sage ich auch nicht, die war jetzt scheiße. Sondern ich sage halt, für mich war es jetzt nicht so gut. Aber es gibt trotzdem immer Leute, die es auch mögen. Zum Beispiel mochte ich diese State of Play auch, wo diese japanischen Spiele dabei waren, ne? Waren auch ein paar gute. So, was haben wir denn? Kam nicht was? Oder kommt es aus. Oh, Fail war das, kommt es morgen? Oh man. Ich bringe immer so viel. Das kam doch, oder? 3 Stunden, 4 Stunden. Nee, doch nicht. Oh. Hä? Hab ich jetzt verguckt? Sonic Speed Simulator, jo. Da kam wohl doch nix. Ja, ich habe das doch gesehen. Mir wurde eine Erinnerung also mir wurde angezeigt, dass da was eine Premiere stattfindet von Sonic. Aber was ist doch nicht, oder was? Das wurde wieder auf privat gesetzt. Also.
Okay, gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, jetzt seht ihr. Das sind unvollständige Hintergrundbild. Warte, ich mach mal hier mein Musik an. Das ist so ruhig ist. Fühle ich mich ganz unwohl. So, ja, Moment. Nee, so. American Arcadia war auch cool. Oh, das Turtles Game. Ja, das. Gucken, wie viel das kostet. Ich kann dir jetzt mal nachgucken. Ja. Zufriedengestellt. Mhm. Ich will mal gucken, wie das kostet. Das, weiß nicht, wie es hieß. Ich gebe einfach Teenage-Jugend. Die nebenbei was zocken. Macht mal Vorschläge. Irgend so ein Flash-Game. Ah, hier, Shredder's Revenge. Ja, ja, auf Steam sieht man die Preise meistens nicht, ne? Also selten. Im Sommer. Hä, warum Sommer? Es kommt doch nächste Woche. Es wurde noch nicht aktualisiert, okay. Ist ja Sommer, ja. Ja, passt. Ja, keine Ahnung. Muss ausprobieren. Donkey Kong Country. Da müsste ich. Da habe ich weder den Emulator jetzt vorbereitet, noch die ROM. Switch Online. Theoretisch könnte man was auf Switch Online machen. Muss ja noch die Switch anschließen. Julian, willkommen zurück übrigens, ne? Sonic Fortnite. Ja, genau, ich wollte Sonic Fortnite. Was kommt denn da? Warte mal. Würde mich interessieren, was da dann kommt. Ist automatisch oder? Ja, nicht. So. Sonic Fortnite. Da gibt's da einen Fortnite-Skin. Ja, Sonic. Nee, Sonic. Sonic. Ich werde zu Sonic in Fortnite mit Stevie. What if Fortnite plus Sonic? Fastest Sonic wins. Sega releasing the... Ja, nee, sowas will ich jetzt nicht angucken. Sonic in Fortnite. Aha. Fortnite Battle Pass Song, but Sonic the Hedgehog sings it. Okay, das war's auch schon wieder. Das war's auch schon damit. Das, ja. Keine Ahnung. Ja, wollt ihr da noch was zocken oder soll mal aufhören? Schreibt ja, nein. Aufhören oder zocken. Danke für den Bit. Dein TV-Live-Video war gerade als Vorschlag bei Nintendo. Was, wie? Wie meinst du es jetzt? War Nintendos Ding zu Ende und dann kam ich als Vorschlag? Boah, geil. Super. Finde ich echt klasse. Danke, Manu, für die 100 Bits. Party 100 kannst noch bisschen was zocken. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was wir das jetzt schon erzählen. Die Folge kam Jugend nicht gerade. Ja, mal gucken, was jetzt mit den nächsten Directs und so ist mit Capcom und Nintendo. Eigentlich habe ich die ja nicht so gestreamt, jetzt aber doch nicht gestreamt hat. Und das Markus gehört hat. Hört ihr mich überhaupt, wenn ich so spreche? Bisschen leise, ne? Ich muss ein bisschen näher reinsprechen. Wohl neue Bit an Stier 50 über den Chat. Dankeschön, Kagi, für die 50 Bits. Vielen lieben Dank. Neue Bit-Ansicht für den Chat. Oh, stimmt, ja. Hä? Wurde ich jetzt zurückgesetzt? Warte. Ah, ne, hier kann man es noch insgesamt sehen. Lol.
Sollte jetzt eigentlich kommen. Wir hoffen mal, dass es kommt. Bild. Bildzeitung, komm. Nee. Hab ich's auch überhaupt. Ich hab's aktiviert. Ja, manchmal geht's. Manchmal muss ich nämlich den Stream dann neu starten. Das ist dann auch blöd. Warum braucht Half-Life 2 Episode 1 ein Update auf Steam? Ach komm. Will doch nicht, ne? Hallo. Nö. Also ich denke bis... Ja, je nachdem wie es Bock macht. Ne? Hat jetzt eigentlich nur bis 23 Uhr geplant. Wenn es nicht geht, dann zocken wir was anderes. Eine Sache, die ich euch mal... Die jetzt wahrscheinlich auch nicht alle so spektakulär finden, aber das ist ein Spiel, was ich gerne aufs... gerade öfters auf Steam zock. Ich glaube, Manu weiß, welches Game es ist. Ist eigentlich wieder ein Update? Jetzt bekommst du wieder Updates. Nee, hat keins. Okay, es wird gerade irgendwie nicht. Ich steck's mal nochmal ein wieder aus. Oder? Ah, nein. Das ist Hamburg. Kennst du nix, die gerade, ne? Ich sag jetzt so, wartet. Also ich sag jetzt andersrum, ne? Ihr könnt jetzt so drauf gucken, gell? Also. Dann zocken wir mal, würde ich sagen. Ich komme schon irgendwie klar, ne? Ich muss so halten. Und dann. Ja. Easy, ne? Ja, okay. Nee, sorry. Aber das war ein anderes Liga, ne? Wird irgendwann wieder ein Freaky Friday geben, sowas. Der Art. Gerade wenn ich Switch Sports mir hol. Habe ich übrigens gezockt mit dem Freund, ne? War, ja gut, ich habe nicht so viele Modi ausprobiert. Aber ja. Gucken, was da noch so kommt, ne? Golf kommt ja noch und Nintendo spekuliert irgendwie, dass es da noch was anderes gibt. Ja, okay, dann zocken wir jetzt was anderes, ne? Ja. Und zwar, Ende März ein Spiel rausgekommen, so ein Simulator. Der echt was für mich ist. Und das ist echt spannend, den zu spielen, obwohl der ist eigentlich auch ziemlich stressig manchmal. Und, genau, dann Yooka-Laylee zu 100% durchzocken. Passt auf, wartet. Wir zocken. Genau, wir zocken den Black Screen. Das ist super. Das, okay, Steam zeigt es also nicht, danke. Ja. Es ist ein Tierheim-Simulator. Ne, und der ist echt cool gemacht. Ja. Natürlich jetzt auch kein Ding für die Ewigkeit, aber passt zu mir. Ich mache einfach Spielaufnahmen, hoffentlich klappt das. Ja. Ich schau mal. Da kann man die Playlist laufen lassen, weil Musik geht da ein bisschen auf Keks. Mal Zeit. Da muss ich die Grafik ein bisschen runterstellen, weil sonst mit dem Stream klappt das nicht. Nee. Geht's jetzt? Es könnten, also, das Problem ist, du kannst bei dem Spiel nie aufhören zu spielen quasi, ne? Oh, laut. Wenn ich das Spiel halt mal spiele, ich weiß nie... Ja, ist ein Gedüdel. Das willst du halt für großartige Musik einfügen. Aber deswegen mache ich halt immer meine Playlist an. Oder Spotify. Aber Spotify mache ich jetzt nicht an, weil... Ja. Ungünstig mit YouTube, ne? Und auf Twitch ist das Stream dann auch gemutet. Ja. Animal Shelter heißt das. Ich weiß nicht, ob es auf Twitch das Spiel gibt oder ob es Animal Shelter Simulator heißt. Also wie gesagt, ziemlich neu. Ist am 20. März rausgekommen. Das lädt am Anfang immer so lang. Was, soll ich da die Maus mal anmachen, oder?
Das ist eigentlich simpel. Na, ich lasse aus. Ja, genau. Kurz die Sounds ein bisschen leiser machen. Geht es? Hier steht ja auch mal ein bisschen runter, weil... Ja. Sonst... Jetzt zieht es auch auf. Weiß nicht, was Schattenlänge ist. Guck mal. So, ich bin jetzt schon mitten im Geschehen, ne? Ja, also... Was soll man dazu viel sagen, ne? Man hat jetzt ein eigenes Tierheim. Am Anfang hat man quasi... noch nichts. Du musst halt wie in Sims quasi deine Gebäude bauen. Ey, ich zeig's euch. Und, ja. Eben immer größer werden. Jo. Der Black Screen Simulator. Mhm. Das ist auch gut. So. Ja, ich zocke jetzt mit Tastatur, das geht nur mit Tastatur. Aber da geht's bei dem Spiel. So, ich habe schön Wasserkanister in der Hand. Und das Spiel leckt ganz... Okay, es braucht sehr viel Leistung, das Spiel, ja. Ja. Genau. Also ich habe hier schon einen Hundeauslauf und einen Katzenauslauf von Stufe 2. Und hier sind die Doggies. Ja, das sind halt die, wo man gerade eben... Ja. Da hat, aber die muss man natürlich auch weitervermitteln. Man muss sich eben gucken, dass sie genug zu futtern haben, trinken haben, halt auch ihr Geschäft machen können. Und dass sie allgemein zufrieden sind. Man kann auch mit dem Ball spielen oder sie halt streicheln, ne? Ja, finde ich einfach schön. Man muss ja auch baden manchmal, gell? Ey. Ey, nein. Hat noch kleinere Macken, das Spiel auch. Aber nicht allzu schlimm. Nein, ich will dich jetzt nicht. Ja, der muss zum Beispiel halt gewaschen werden, aber es geht noch. Und hier hat man eben die ganzen... Denkt ihr einen kreativen Titel aus? Achso, keine Ahnung. Ja gut, auf YouTube muss ich es dann umbenennen quasi, Ja, ein bisschen mit Ding soll es schon noch sein, mit der Summer Game Pass. Ja, habe ich hier gerade keinen? Ach, die sind alle draußen. Ach so, ich habe nur 2 gerade. Okay. Ja. Und da, hier habe ich mein Büro. Ja, mein Büro, ne? Und, ja. Hier hat E-Mails, da tun sie aber Dank für das Haustier und, ja. Was cool gemacht ist, hier hast du eben deine Tiere. Und die musst du eben hier weitervermitteln. Also du kannst hier Bilder einfügen. Ich weiß gerade nicht, ob ich ein Bild von Mocha habe. Ich glaube nicht. Soll ich schon mal ein Bild von ihm machen? Doch, habe ich. Perfekt. Genau. Und das ist cool, du hast schon deine, ja, die wo halt interessiert sind. Und da siehst du eben die Eigenschaften, die die Person mögen und die Eigenschaften, die der Hund hat, ne? Hier ist jetzt einer interessiert an Mocha. Nee, ist er nicht. Okay. Und du musst eben gucken, dass eben möglichst viele Eigenschaften zutreffen. Möglichst viele gute Eigenschaften. Hier ist eben die Eigenschaften von dem Hund. Die besten Bedingungen und eben, was der Besitzer auch nicht will. Hier, Mocha. Sorry, Nika, du musst irgendwo arbeiten. Hoffe, vermittelt euch niedliche Tiere. So, hier kann man gucken, als unerwünscht, also laut magst du es nicht. Und nimmer satt. Manche Tiere haben einen unersättlichen Appetit. Das passt also, ne? Und treu. Ein Thema kann man jetzt einen zur Kontrolle schicken, weil da kommen da noch mehr Bedingungen. Ja, Rhubarber, Huber, ey. Höllpatsch. Das habe ich bisher noch nie beim Hund gehabt. Ja, gut. So, die Emily Scholz. Sieht okay aus, aber man kann es noch besser. Ich kann doch mal für eine Katze was holen, die Alice, ne? Die einen hab. Das ist das letzte Mal, oder? Ja, schon, dann kann das nicht mehr ändern. So, hier Alice. Hab ich die nicht? Ich dachte, die wäre schon. Okay. Und hier kann man die Tiere im Aufnehmen, ne? Hier sieht man die ganzen Tiere. Oh, ja, wir können mal einen aufnehmen. Das Symbol ist, dass es halt medizinisch versorgt werden muss.
muss man auch. Und ja. Jetzt hat manchmal... Weiß ich halt nie, was du aufhören sollst, weil du hast ja immer... Das ist immer Tiere, es kommen neue, es gehen welche. Immer schwierig. So, er ist gelangweilt, ja, das ist das kleinere Problem. Also hier haben wir jetzt den... Die Klinik ist es nicht, aber halt so ein... ärztliches Haushalt. Rasierer... Muss ich auch alles kaufen, ne? Also... Was? Ach, Pinzette brauchst du auch. Da steht aber nur Rasierer. Ja, leckt ein bisschen wegen dem Stream. Deswegen läuft es nicht ganz flüssig. Habe ich einen Flaschsteuer? Oh, ich muss ein bisschen runterstellen. Das läuft gar nicht. Ja, aber machen wir halt niedrig, ist egal. Weil ich so effizient bin. Ja, ich finde es sehr schön gemacht. Einfach sich um die Tiere zu kümmern, das tut einfach gut. So. Und du brauchst Pinzette. Gut. Alles mit Tieren vermitteln finde ich sehr gut gemacht. Nimm heraus, ja. Das versuche ich. So. Ja, oha. Jetzt ist es voll groß auf einmal. Okay. Ja, jetzt geht's ihm gut. Und hier kann man sehen, ja, also er ist gelangweilt. Das sieht man ja, dass es im roten Bereich ist. Er hat Hunger, er hat Durst. Ja. Dann gehen wir mal. Es bekommt doch noch ein Update. Also es kommt noch so ein Welpen-DLC dazu. Oh. Wer Tasch, oder? Nein, ich habe manchmal auch aus den Katzenfutter reingefüllt, aber dann essen sie es logischerweise auch nicht. Ja. Wir können doch mal zu den Katzen gehen. Eieiei. Ja gut, ich sollte ja euer Geschäft machen, ist alles gut. Kein Problem. Ja. Die Scheiße muss man auch wegmachen, ne? Muss man. In echt auch. So. Ich glaube allgemein, also Welpen und, wie nennt man Babykatzen? Einfach Babykatzen, oder? Warte, der ist noch gelangweilt, ich muss den noch ein bisschen... Ja, deswegen, ich bin immer so gestresst, weil ich will mich um alle kümmern und... Die Langeweile kriegt man halt weg, wenn er mit anderen Hunden spielt oder wenn man ihn halt streichelt. Warte, so. Ja. Ja, bei mir darf nur Mod sein. Nur Mod sein als Mod. Nur V sein als Mod, genau. So, ich will dich ein bisschen hochbringen, gell? Ich hab einen Laserpointer. Gut, das machen nur die Katzen. Das machen nur die Katzen, ja. Ah, ja, guck, hier kann man auch mit dem Ball spielen, genau. Ich glaube immer nur mit einem. Ich weiß, wie es geht. In letzter Zeit werden mir immer die Tutorials angezeigt. Wer will denn? Willst du? Na? Ja. Ja, sehr schön. So macht man sich glücklich. Ich glaube, rausschmeißen kann ich es nicht. Gut, dann tollt mal rum, ne? Jetzt sind es doch schon 4. Oh! Ja, gut. Voll Jumpscares hier, ne? So, jetzt gehen wir mal zu den Katzen. Geile Hidden Palace Remix. Von Sonic Mania. So, Cat Run. Oh, hab ich oh, ich wollte gerade sagen, hier. Hallo. Die Alice, ne? Ja, die Alice. Oha, der geht's voll gut. Ja, voll gut. Laserpointer ist auch cool hier. Komm. Hat keinen Bock, oder? Nee, der hat keinen Bock. Ah, doch jetzt. Nee. Die will gerade echt nicht. Okay. Dann halt nicht. Warum denn nicht? Okay. Die ist gerade ein bisschen... Ne, mies drauf nicht, aber... Ist doch die einzige. So machen wir wieder eine Katze nehmen, aber... Wir vermitteln jetzt erstmal... Tiere. Bandmate. Also... ja... Bandmate, ja. So... Ich will da gerne eine Katze. Ja, okay, ich tu kurz. Ich gucke mal, welcher Termin am längsten her ist. Ich würde mal jetzt Midi annehmen. So.
Und dann, gucken wir mal Alice. Ja, also für den Stream ist das jetzt kein Game, nee, aber privat zocke ich es immer ziemlich gern. Ja, ist okay. Und die hat aber ganz schön hohe Ansprüche, du. Also ein großes Haus, die Person muss viel Zeit haben, keine Hunde im Haus, keine Katzen im Haus. Das sind Ansprüche, ne? Das sind Ansprüche. Aber gut. Habe ich auch schon hinbekommen. Die müssen nicht zutreffen, aber dann kriegst du halt mehr Punkte halt, um aufzusteigen im Rang. Und du? Was hast du? Ah. Da geht's auch. Wir gucken erst mal, was du hast. Ryan Wagner. Das sieht nicht gut aus. Ja. Tut mir leid. Maro müssen wir auch noch gucken. Ich sehe ja nur Mods gerade. Ja, stimmt. Immer nur das Mod-Symbol, ne? Außer bei Nightbot. Der Nightbot ist kein Mod bei mir. Ne, der ist kein Mod. Der ist kein Mod hier. Oh nein, was wollte ich jetzt lernen? Guck mal hier. Mora, haben wir nicht da? Die verschwinden dann auch manchmal wieder, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ah, ich bin immer sehr ich will schon, dass die Tiere es gut haben, ne? Ja, es ist... Also bei solchen Ansprüchen ist es schwierig, das hinzukriegen, aber ich gucke jetzt mal bei dir auch. Und ich kann euch zeigen, wie das mit dem Bauen geht. Die für myself. Was ist das hier? Gesellig, sehr geselliger Begleiter. Das ist ganz schlecht. Das ist... Also... Das ist wirklich nicht gut. Nee. Belief, aber nicht in Just. Würde ich mal nehmen. Was ist denn das? Energisch, hyperaktive Tiere können lustig sein. Ja, ein Terrier, ne? Oh, wir haben einen Terrier in der Nachbarschaft, ne? Also Shida liebt den ja voll. Oh, die haben gestern... Mit die zusammen spielen, das ist echt unglaublich. Sehr fit. Das sind beide sehr fit. Ja, aber... Das ist gut. Das ist trotzdem gut. Ich will das machen, ja. Und dann, wer war es denn jetzt? Der Mocher. Aber erstmal nehmen wir das Kätzchen an. Hast du mir etwas Angst? Okay, also ihr geht's gut. Ist immer unterschiedlich. Ja, gut, die Aufgaben sind halt simpel. Ich muss immer meine Gebäude halt renovieren. Ja. So, nur gelangweilt. Ja, du hast auch Hunger. Ja, Katzen sind ein bisschen aufwendiger, was, ja, obwohl, es kommt aufs Gleiche hinaus. Katzen brauchen halt die Katzenklo. Aber die machen auch manchmal den Auslauf, wenn sie das, ja, unterschiedlich. Ey. Danke. Sehr bedrohlicher Typ auf jeden Fall. Ey, Schatz, ich habe mir heute das erste Mal vegetarische Schnitzel selber gemacht. Das muss man dann noch sauber machen, das Klo. Aber es passt noch. Das benutzen die gar nicht. Das steht zwar da, aber es benutzt es einfach nicht. So, du musst dann noch was essen, gell? Ja. So, dann kann ich auch noch gleich das bei uns zeigen. Wie man Dinge einkauft. Ja, es war schon gut, aber es waren halt eher Kartoffelpuffer irgendwie. Also so wie auf dem Rezept haben sie jetzt nicht ausgesehen. Aber ich war noch ein bisschen unerfahren, ne? Hab die halt... Also es war ohne Paniermehl, es war halt mit normalem Mehl und Eiern. So, jetzt kann ich mal ein bisschen futtern. Und... Ja, hallo. Manchmal machen sie es nicht. Hallo. Na gut, dann halt nicht. Aber trotzdem gut, ja. War halt ein bisschen ungewohnt, das war so eine... Dass man diese Pampe dann direkt in die Pfanne klatscht halt, ne? Aha. Manchmal leckt's, alle 10 Minuten leckt's manchmal ein bisschen länger wegen dem automatischen Speicher. So. Ja, genau, hier können wir jetzt die Sachen bauen. Ich habe jetzt noch vieles auf Level 1. Braucht die eigentlich nicht auf Level 1. So viele Sachen brauche ich nicht auf Level 2, aber das wollen sie halt. Aber man kann die halt nur verkaufen, wenn man gerade keine Tiere hat. Deswegen, die kann ich schon mal nicht verbessern. Ich könnte aber jetzt hier das gleich verkaufen.
kostet denn? Die verlangen schon immer ziemlich viel. Veterinärklinik, okay. Problem ist, dass meine Items dann irgendwie verschwunden sind letztes Mal. Ich speichere mal davor einfach manuell. Nein, nein. Warum Speichern blockiert? Muss ich rausgehen? Der hat jetzt auch noch nicht. Okay, halt nicht. Brauchst Hilfe? Bist du eingeklemmt? Bist du eingeklemmt? Das ist so die deutsche Übersetzung, glaube ich. Ja. So, dann, ja, machen wir einfach, komm. Obwohl, wir machen es lieber Irsch mit dem Ding. Und viele Detroit-Dinge. Wir machen es erstmal hier, weil da habe ich nicht so viel Zeug drin. So, jetzt muss ich es verkaufen. Sell. Achso, kann ich eine Erweiterung kaufen? Ah. Ja, die bräuchte ich vielleicht, oder? Dann machen wir hier. Dann kann ich es auch so verschieben halt. Ist auch nicht teuer, also ich finde für den Preis ist echt... Kann man viel machen, kostet 16,50 oder 16,80 auf Steam. Ja, passt es. Ah, passt nicht hin. So ein bisschen zur Seite, aber das macht eigentlich nichts, weil das ist besser, wenn das an der Seite ist. Wenn wir es so hinstellen. So. Gut. Und dann... Alter, ist die Musik so richtig spannend, ne? Baut ja richtig Spannung auf. Das, alles so eine... Achso, dann... Ja. Ah, das ist der Eingang. Das sieht ja interessant aus, okay. Hab's ausgesehen. So dahin? Könnte nicht, ne. Gut, ich brauche hinter bei den Hunden, deswegen tue ich kurz umdrehen. Kann ich nochmal umdrehen? Ja, hier. Nee, das sollten wir es nicht. Das sollten wir wahrscheinlich nach dem Stream noch weiter. Ja, wie gesagt, im Stream ist es jetzt nichts, aber ich finde es ist ein schönes Spiel. Mal gucken, ob sie noch mehr Tiere hinzufügen und so. Okay, ich dachte, das wäre... Das ist ein Außenbereich. Okay. Ist mein Shampoo hoffentlich noch da, oder? Ah. Sieht ein bisschen altmodisch aus. Oh, oh. Ja, super. Das war viel größer, ist es auch nicht. Ah, es steht doch da. Achso, das wird mir geschenkt. Oha, voll großzügig hier. Wo ist mein Shampoo? Ja, das ist jetzt weg. Das ist nicht weg, ich glaube, das ist im Lager jetzt. Ein Wert dazu in der Projektliste. Ja, dann müssen sie dann durchzocken. Gut, das Spiel kann man nicht durchzocken. Die höchste Errungenschaft ist, wenn du halt in der internationalen Rangliste Rang 1 bist. Dauert aber lang. Ich bin nur schon auf Platz 5 von 6 bei der nationalen Rangliste. Das muss eigentlich irgendwo sein, jetzt. Föhn. Dann brauche ich einen Föhn. Blaue Ordner auf eine Box. Ist doch nicht hier. Ist es dann hin? Naja, wenn ich eins hab, passt ja. Ja, dann können wir mal einen unter die Dusche bringen, ne? Ja. Mögen alle Hunde immer. Aber hier genießt es voll, ne? Hier finden sie es voll geil. Okay. Ja, der Mocher, der musste eigentlich, aber der ist jetzt nicht mehr da. Nee, oh lol, wir mussten... Haben die doch weiter vermittelt. Stimmt ja. Ah ja, was. Wir bringen ihn trotzdem noch kurz... Ich will ihn trotzdem noch kurz abduschen, weil... Naja. So. Geht's irgendwie schneller, oder? Wird er noch sauberer? Ich glaube nicht, eigentlich ist es relativ gleich. Nur ein bisschen größer halt, ja. So. Mein Zeug. Das könnte noch ein bisschen verbessern, dass das Zeug nicht einfach verschwindet, wenn man das... Dass es halt irgendwie im Lager ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Ah, gut.
Bis gleich. Ja, wir duschen auch. Das ist die Lache, ey. Nein, 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 warte mal. Das stimmt, wir müssen noch. Den Joint ist voll, ne? Also Sheila wird das nicht so mögen, ne? Ja, ich habe kein Mauspad, deswegen würde es sich lauter meine Maus, weil ich die ganze Zeit gegen meine Tastatur komme. Platz für ein Mauspad. Ich habe meine PS4 hier und ja, die ganze Controller rum und die Kabel und... Ach, jetzt habe ich einen Föhn. Ah, Bürste auch. Die brauche ich doch nur bei Katzen, oder? Ich meine, theoretisch auch bei Hunden, aber... Katzen, die muss man nicht waschen, die muss man nur bürsten und dann sind sie sauber. Ja, die wollen das hier nicht. Der Verband bleibt auch dran, das ist gut. Ging es jetzt im Föhn? Ah, stimmt, der ist nicht total, nicht hundertprozentig. Okay. Das, okay, dann ist es natürlich schon besser. Ne? Aber beim Level 1 gab es natürlich nicht. Ne? Gibt doch noch was mit Fotostudio. Aber das bin ich jetzt nicht so der Fan. Also V-Life auf keinen Fall. Und die Tiere da kostümieren geht gar nicht. Aber hier auch nicht. So, dann... Da ist immer eine schöne Musik, wenn man Tiere abgeht. Da wird mir immer das Herz ganz weich. Ja. Auch wie sie dich dann angucken, das wird immer so süß. So. Ich hatte bisher nur einen Hund, der wirklich sehr aggressiv gegenüber anderen Hunden war. Auch gegenüber mir war es sehr schüchtern. Aber es war nur einmal. Also das kann natürlich vorkommen. Bisher waren alle eigentlich ziemlich offen gegenüber mir und den anderen. So. Genau, und hier wird jetzt halt geschaut, wie die Anforderungen erfüllt wurden. Das war jetzt so mittel... Ja, doch, so eigentlich gut. Ja. Okay, war nicht das Beste. Ich gebe mal die Punkte jetzt. 125. Alter, wie groß es jetzt hier ist, das ist ungewohnt. Der Weg jetzt auf einmal so weit ist. Ich denke so, wo bin ich gerade? Ein Schäferhund. Ein Schäferhund. Und die Musik im Hintergrund. Warum ist es jetzt wieder annulliert? Manchmal ist es einfach weg. Hat das eine bestimmte Zeit? Eine bestimmte Zeit da? Tricks, ich tue die einfach mal alle. Noch irgendwas Neues bauen? Ja, und Sachen kaufen, tut man... Ja. So. Ja, was brauche ich? Ja, deswegen, also, wenn ich neue Klinik da baue. Ich habe da ja so viel Zeug auf dem Tisch liegen, ich muss das alles wieder einsammeln. Spielzeug. Kratzbaum. Ja, wie nutzen die denn auch? 120 Euro schon teuer. Oder Münzen. Münzen. Ein Huhn. Alter, ich kaufe jetzt ein Huhn, so. Wie habe ich eigentlich noch von Hunde? Ah, ich auch mal. Ein super Leckerli. Ah, qualitativ hochwertiges Futter. Das ist doch gar nicht mal so aktuell. Da kaufe ich mir jetzt ein bisschen. Ja, schon ganz immer das Günstige, aber für meine Tiere nur das Beste, ne? Solange das Geld reicht. Ach, momentan geht's. So. Sehr ruckartig mit der Maus, ja. Ja. Es ist auch sehr ungewohnt, dass du jetzt direkt neben mir bist. Ja, ich sehe dich beim Rauslaufen, ne? So, jetzt wird immer hier geliefert von einer Drohne. Ist eine Drohnenlieferung, Leute. Geil, oder? So, das muss ich aber jetzt, mal... Ich tue das günstige Futter einfach mal einlagern. Ist beides? Ja, ja, gut. Wo habe ich das Hühnchen jetzt? Wo ist das? Ah, da ist das Hühnchen, so. Das sieht so aus wie ein Hühnchen, was Sunny früher auch hatte. Ja. Und es auch quietscht. Ja, komm. Ne? Kein Bock. Leg's einfach mal hin. Weiß nicht. Kann man die nicht so werfen? Ah, schade. Streichel, streicheln. Auch sehr schön. Streichel, streicheln. Streichel den Hund. Streichel, streicheln. So, ja, dann
Durchstärke. Komm, geh mal. So, Rixi, wo warst du? Nee. Oh, Ellie heißt er. Gibt's auch qualitativ hochwertiges Wasser? Hm. Ja. Jetzt kriegst du mal das richtig gute Hundefutter hier, ne? Das ist das Katzenfutter. Ah, dann wird das alte auch entfernt einfach. Okay, das ist einfach dann weg. Ja. Egal. Das ist echt nicht so arg teuer. Nee, nee, wollte ich euch mal zeigen. Also klar, es ist jetzt nicht für jeden was, da die ganze Zeit das Gleiche zu machen, aber ich finde es halt, ja. Einfach der Tieraspekt ist da und das finde ich sehr schön. Jetzt speichert es gerade. Achtung. Ja, da hängt es manchmal sehr lang auf. Ja, habe ich jetzt schon sehr schön gemacht. Und ich tue noch immer mehrere kleinere Sachen zu hinzufügen. Und hier ist eben dein Tierrang, Leibtierfreund, da heiße ich, ne? Ja, Sauberkeit 98%. Ist gar nicht mal so gut. Also 100% muss sein. Ja, national bin ich auf Platz 4 sogar. Okay. Ja, national muss ich auf 20.000 kommen und das ist schon mein Ziel, dass ich das schaffe. Aber das dauert halt noch, wenn man ein Tier vermittelt, kriegt man 150 Punkte ungefähr. Ja. Also brauche ich noch ungefähr 130 Mal muss ich das machen. Und da bin ich Nationalirster. Ja. Aber ich muss natürlich auch noch viele Sachen. Aber die Trophäen sind trotzdem sehr einfach. Ich habe jetzt schon die Hälfte. Nach 10 Stunden Spielzeit habe ich die Hälfte der Trophäen schon erreicht. Büro ist auch blöd, weil dann verlierst du halt alles. Ja. Wenn du... Weil... Ich habe jetzt bisher das Büro doch gar nicht weiterentwickelt, weil... Steht halt so viel drin. Da muss ich davor irgendwie speichern. Ich kann noch erweitern? Boah. Das machen wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Jawohl, nee. Ich weiß noch nicht, was ich erweitern soll. Man kann es bis hier machen, ne? Der Platz ist schon... rar gesät auf jeden Fall. Bis jetzt. Ja. Was gibt's noch? Nachrichten. Nachrichtenspiel gespeichert. Das Paket wurde abgelegt. Das Paket wurde auf deinem Hof abgelegt. Die Drohne kommt in 10 Sekunden hier an. Reputationsbonus 125. Bleibt im Fahrzeug fern. Enzyklopädie. Wunderbar. Ja, war doch schön, es euch mal gezeigt zu haben. Aber auch schön, wenn ihr es interessant fandet, ja. Aber hier ist meine Trophäe, weil ich, regional bin ich Erster, Leute, ne? Krass, ne? Ja. Das, dann kriegt man hier 3 Trophäen, ne? Wenn man Nationalirster ist. Sehr schön. Die darf nicht verschwinden, die ist wertvoll, ne? Und die schmeiße ich jetzt einfach durch die Gegend. Ja! Behalten. Ne, ich stell die wieder hier hin, so. Ja. Wunderbar. Und da oben. Da war ich im Urlaub letztens, ja. Laserport hinlegen. Irgendwas dabei, was ich hier hinstellen kann. Hey, so eine Katzentoilette, oder? Ne, geht gar nicht. Aber komisch. Gut, dann speichere ich mal manuell. Jetzt geht's. Ja. Ja, hat wie gesagt ein paar kleinere Marken, aber... Da mache ich mir nichts draus. Ja, das mit dem Speichern können sie bei... Das wäre schön, wenn sie das hinkriegen. Weil das verwirrt manchmal, wenn das so lange hängt, denke ich so, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Man kann es auch ausschalten, das automatisch speichern. Aber ich mache es nicht, weil... Ja, es kann schon mal vorkommen, dass auf Steam sich Spiele halt so schließen. Ne? Das ist lange nicht mehr passiert, aber... Wer weiß, ne? Ja, schön. Oh, ich kann Celeste spielen? Ich hab das doch gar nicht. Achso, wegen N3. Ja, Celeste, da muss ich nochmal eine Umfrage machen. Ob ihr da Bock drauf habt. Das ist ein echt geiles Spiel. Aber halt von der Schwierigkeit wie Super Meat Boy. Lol. Eine von meinen Freunden hat Dark Souls 3. Ich könnte es also einfach kostenlos spielen. Sehe ich gerade. Lol. Das überrascht mich. Also gerade bei dem. Oh, okay. Ey, ich kaufe es mir glaube trotzdem selbst. Ich will es halt selber besitzen. Dark Souls 2 hat er auch. Dark Souls 1 auch. Okay. Ja, gut, dann... Keine Ahnung, habe ich noch ein Spiel oder wollen wir aufhören?
Nee, ich glaube, jetzt nichts mehr. Portal, Update pausiert. Warum hat Portal ein Update? Habe ich nicht mal runtergeladen. Siren Head Awakening können wir spielen. Sonic CD. Sollten die nicht verschwinden, die Spiele? Die Classic Sonic Spiele? Ach so, nur wenn man sie nicht besitzt. Ich glaube, die alten 2D Sonics, die kann man jetzt noch gar nicht mehr kaufen, ne? Sorry, ihr seht es gar nicht, aber ich kann es ja auch nicht zeigen, leider, ne? Steam will das nicht. Oder? Jetzt? Und wenn es auf einmal geht, werde ich dann angeklagt, wahrscheinlich. Nee, sieht einfach nichts, ne? Einfach nichts. Nee, wird alles blockiert. Schade. Ich mache jetzt auch keine Bildschirmaufnahme, weil sonst... Wenn die es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Ja. Ja, Portal 1 habe ich mit Max durchgezockt, ja. Ah, war cool. Auch nicht mal so schwer wie gedacht. Portal 2. Wer weiß. Ja, danke fürs dabei sein, ne? War, schon nicht schlecht heute. Ja. Also von meiner Seite aus, meine ich jetzt. Von meiner Seite aus war es nicht schlecht heute. Und, ja, wen haben wir? Bastor, Drakel, Iblali, Royal Punk. Iblali hosten wir. Ich glaube, den haben wir sogar schon mal gehostet, ne? Weil kein anderer da war. Er hat es natürlich gemerkt. Nein. Ja, ist ja logisch. 1000 Zuschauer. Aber Royal Punk merkt das sogar. Er merkt das manchmal. Weiß nicht. Wen mal hosten? Discord. Ja, ich guck gleich. Ja, wir aus dem Drakel kommen. Aus dem Drakel. Ich glaube, Basto hört auch gleich auf, weil er hat auch Special Events in der Kategorie. Drakel zockt Randomizer, Nuzlocke, Soul Link mit Flatterchen in Pokémon. Ja. So. Ja, schön, dass da heute auch ein paar Leute dabei waren, ne? Und wir sehen uns dann am Sonntag mit Sonic Adventure, ne? Nugget Story, Big Story und Omega Story. Und natürlich die Final Story. Jo. Ja, euch eine gute Nacht wünsche ich oder noch einen schönen Abend. Ist ja noch gar nicht so spät, ne? Und, also für mich ist es nicht so spät. Außerdem bis morgen arbeiten. Alles klar. Geht's? Ja, geht. Gut. Ja, dann sehen wir uns am Sonntag und euch bis dahin ein schönes Wochenende. Alles klar. Ciao. Falsch.